Wollt ihr das größte, das schönste, das prächtigste Schloss besichtigen, was ihr jemals in eurem Leben gesehen habt? Dann kommt jetzt einfach mit in das neue Palais von Sanssouci. Wenn ihr noch nicht so genau wisst, ob sich der Besuch für euch denn wirklich lohnt, dann bleibt jetzt einfach dran. Wir werden zusammen den klassischen Schlossrundgang machen, bei dem ihr alles Wissenswerte erfahrt. Außerdem werfen wir noch einen Blick in die Königswohnung. Am Ende gibt es wie immer dann noch ein paar praktische Tipps. Dann würde ich sagen, kommt einfach mal mit. Wir fliegen zunächst nach Berlin über den Alexanderplatz hinweg in südwestliche Richtung, bis wir in Potsdam ankommen. Nicht weit weg von der Innenstadt erreichen wir den Park Sanssouci, in dem unser heutiges Ziel liegt, das neue Palais. Das neue Palais. Moment, irgendwas ist... sorry, wir düsen mal schnell zum richtigen Schloss. Das ist praktisch fußläufig vom Schloss Sanssouci erreichbar. Da ist es. Ich präsentiere euch das größte noch erhaltene Barockschloss Deutschlands. Im Innern gibt es fast 1000 Zimmer. Das neue Palais wurde in nur 6 Jahren gebaut, was einige Probleme mit sich brachte. Baupfusch. An dem beißen sich die Restauratoren noch heute die Zähne aus. Und wenn man mal genauer die Fassade betrachtet, sieht man, die Königswohnung hat schönen Klinker, aber an den restlichen Wänden wurde die Fassade einfach aufgemalt. Geht halt schneller. Auch nicht jedes Fenster ist wirklich ein Fenster. Nun wollen wir mal nicht so viel rummeckern, schließlich ist der Rest ja echt. Zumindest echt schön. Der Kasten steht schon seit über 250 Jahren. Da war nämlich gerade der 7-jährige Krieg vorbei. Preußen wollte ein Machtsymbol errichten, um zu zeigen, dass man sich hinter den anderen Großmächten nicht verstecken braucht. Doch wer war eigentlich der Bauherr? Kein geringerer als Fritz, der alte Fritz, also offiziell Friedrich der Große. Und der nutzte zusammen mit Prinzen, Prinzessinnen und hochrangigen Gästen seinen neuen Schuppen aber nur einige Wochen im Sommer, zum Wohnen aber vor allen Dingen für rauschende Feste in den diversen Ballsälen. Und die übrige Zeit, um das Volk zu beeindrucken, wurde der Palast schon direkt nach Fertigstellung für Schlossführungen freigegeben. Wenn ihr euch die Räume also anseht, folgt ihr einer langen Tradition. Früher näherte man sich dem neuen Palais durch das Triumphtor. Heute wie damals fühlt man sich dabei ganz schön klein. Daneben die sogenannten Kommunen. Die hat man sich von Versailles abgeguckt. Hier befanden sich unter anderem die Küche, aber auch Unterkünfte für Personal und Gäste. Später wurde noch ein unterirdischer Gang zum neuen Palais gegraben. Von den Kommunen aus hatte man bei den Sommerfestspielen den besten Blick auf die Aufführungen, Feuerwerke und Illuminationen. Auch heute finden hier noch Konzerte statt. So, jetzt gehen wir mal endlich rein. Halt! Nur noch kurz ein Blick auf die 500 Skulpturen, die wir uns jetzt alle einzeln ansehen werden. Nein, ich zeige euch nur 1-2 stellvertretend. Die Figuren stellen verschiedene Geschichten aus der griechischen Mythologie dar. Sie alleine sind schon einen Besuch wert. Über das Vestibül betreten wir gleich das absolute Highlight vom neuen Palais, den Grottensaal. Er ist weltweit einmalig. 20.000 Steinchen, Fossilien, Muscheln bilden ein Gesamtkunstwerk. Ursprünglich waren es weniger. Nach und nach wurde auch die ein oder andere Mineraliensammlung der Hohenzollern hier an die Wand geklebt. Wenn man als hochrangiger Gast der europäischen Königshäuser hier eingeladen war, waren wertvolle Steinchen als Mitbringsel immer gern gesehen. Hier soll übrigens auch die Spitze des Kilimandjaros in der Wand stecken. Dazu eine kleine Geschichte. Der Erstbesteiger des Kilimandjaros war vor über 130 Jahren ein gewisser Hans Meyer. Der brachte dem Kaiser den Stein der Bergspitze als Symbol, dass der Berg nun zu Deutschland gehört. Feierlich fand er seinen Platz hier im Grottensaal. Irgendwann in den 1980er Jahren hat ein Forscherteam den Stein mal näher unter die Lupe genommen und festgestellt, das Gestein gibt es gar nicht auf dem Kilimandjaro. Vielmehr aber im Schotter vor dem Schloss. Wie sich herausstellte, soll ein Arbeiter bei Restaurierungsarbeiten den Stein mit der Leiter versehentlich zerteilt haben. Um die Sache zu kaschieren, fand er erfreulicherweise einen ähnlich aussehenden im Schotter vor dem Schloss. Mittlerweile wurde der Stein durch einen anderen vom Kilimandjaro ersetzt.
Ich selber habe ihn nicht in der Wand gefunden. Solltet ihr ihn sehen, dann schreibt mir dazu in den Kommentaren. Es soll durch ein Schild gekennzeichnet sein. So, jetzt müssen wir aber mal weiter. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Wir sind über das Vestibül reingekommen, haben den Grottensaal bestaunt und sehen uns gleich die Marmorgalerie an. Dies ist direkt mit der Königswohnung verbunden, also den Privaträumen von Friedrich dem Großen. Man kann sie mit einer Extraführung besichtigen. Wir werden gleich einen Mini-Abstecher machen. Weiter geht's dann wieder durch den Grottensaal zu den Fürstenquartieren, von da aus dann noch ins Obergeschoss. In der Marmorgalerie wurde festlich gespeist. Wenn morgens die Sonne reinschien, sorgten die Spiegelnischen rechts für die Reflexion des Tageslichtes. Wie versprochen machen wir jetzt einen kleinen Abstecher in die Königswohnung, die ihr nur im Rahmen einer Extraführung besichtigen könnt. Als Adlige wärt ihr früher durch die Türen im Hintergrund gegangen und als erstes in der blauen Kammer gelandet, dem Gemäldekabinett. Die blaue Farbe war typisch für das Königshaus. Die nicht mehr vorhandenen Bilder erkennt ihr an den schwarz-weißen Kopien. Die angrenzende sogenannte fleischfarbene Kammer beherbergt die weltweit größte Sammlung Meißner Schneeballvasen. Allesamt den Sachsen im Siebenjährigen Krieg weggenommen. Unverschämtheit. Einer der wichtigsten Räume für Friedrich den Großen war sicherlich das Konzertzimmer. Als Kind spielte er leidenschaftlich gern Querflöte, aber sein strenger Vater, der Soldatenkönig, verbot es ihm. Also spielte er heimlich weiter. Erst als sein Vater den Löffel abgab und er somit selber König wurde, konnte er seine Leidenschaft in vollen Zügen ausleben, komponierte auch mehrere Stücke. Fritzens Notenständer ist übrigens noch der Originale. Zum Abschluss der Königswohnung der intimste Raum vom alten Fritz, die Bibliothek. Zu seinen Lebzeiten war dieser Raum für Gäste absolut tabu. Hier zog sich der Herrscher gerne mal zurück. Der Buchbestand ist fast vollständig erhalten. Nahezu alle Bücher sind in Französisch, die damalige übliche Hofsprache. Wir verlassen die Königswohnung in Richtung Fürstenquartiere. Diese waren für hochrangige Gäste der Adelshäuser bestimmt. Hier im Tamerlanzimmer hat sich ein Soldat der Roten Armee mit den Worten „Tod den deutschen Besatzern" verewigt. Im unteren Konzertzimmer, ja, es gab mehrere im Schloss, seht ihr sexy Bilder an der Wand. Sie gehörten ursprünglich dem österreichischen Kaiser. Seiner Frau waren sie zu freizügig, also wurden sie über einen Zwischenhändler unserem Fritz zum Kauf angeboten. Der wollte sie erst nicht haben, aber als er erfuhr, dass sie aus Gründen der Brüderei seiner Erzfeindin verkauft werden sollten, gefiel ihm die Geschichte so gut, dass er sie kaufte. Ich werde euch jetzt nicht jeden Raum zeigen, schließlich sollt ihr bei eurem Besuch ja auch noch das ein oder andere entdecken. Werfen wir jetzt mal einen Blick ins Obergeschoss. Wir starten im prächtigen Marmorsaal, dann geht's nach links in die große Kammer, dem Vorzimmer für die oberen Fürstenwohnungen. Hier einmal hindurch schauen wir kurz ins obere Konzertzimmer. Unser Rundgang endet, passend zum Ende der Monarchie, in den Räumen vom letzten deutschen Kaiser, Wilhelm II. Der riesige Marmorsaal war damals die Party-Location schlechthin. Man hatte gerade Schlesien ein für alle Mal den Österreichern weggenommen, also wurde der Marmor von den eroberten Gebieten hierher geschafft, damit die Hohenzollern symbolisch auch hier schlesischen Boden betreten konnten. Der Saal war schlichtweg Prahlerei. Preußen wollte mit den anderen Großmächten auf Augenhöhe stehen. Das wird auch klar, wenn ihr nach oben seht. Das Deckengemälde zeigt die Götter im Olymp mit Ganymed, der symbolisch für Friedrich den Großen steht. So schön der Marmorsaal auch ist, baulich war er von Anfang an eine Katastrophe. Direkt darunter befindet sich nämlich der Grottensaal. Marmor ist bekanntlich ganz schön schwer. Fritz wollte aber im Gegensatz zu den Architekten nicht so viele Säulen in der Grotte haben. Und so wurde die Sache schon nach kurzer Zeit zum Sanierungsfall. Beim Schleifen des Marmors drang dann auch noch Wasser in die Holzunterkonstruktion. Fäulnis war die Folge. Nicht ganz einfach, da dann neue Balken einzuziehen. Irgendwie hat man es aber doch geschafft, dass bisher noch alles steht. Die letzte Sanierung ist erst kürzlich erfolgt, ihr könnt also euren Bauhelm zu Hause lassen.
Biegt ihr vom Marmorsaal links ab, könnt ihr die oberen Fürstenwohnungen besichtigen. Hier das Vorzimmer mit niederländischen Gemälden. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch in die Kommentare, welcher der Räume im neuen Palais euch am besten gefällt. Einer meiner Favoriten ist das obere Konzertzimmer, welches man leider nicht mehr betreten darf. Der Boden ist hier einfach zu empfindlich. Kleiner Zeitsprung. Wir schreiben das Jahr 1918. Der letzte deutsche Kaiser raucht nervös Kette, bricht weinend am Kamin zusammen. Kurze Zeit später flieht er ins Exil. Zuvor war das neue Palais 30 Jahre lang sein Hauptsitz. Wilhelm II. Wurde hier geboren und verbrachte auch seine Kindheit im Palast. Nun war also alles vorbei, die deutsche Monarchie am Ende. Als letzte musste Kaiserin Auguste Victoria das Palais verlassen. Ein Augenzeuge berichtete: Sie ging noch ein letztes Mal zu ihren geliebten Pferden, verabschiedete sich von jedem einzelnen Diener am Hofe und ging noch eine Runde durch die leeren Räume des Schlosses. Stopp! Leere Räume? Naja, also für die Flucht hatte die Kaiserin nur das Nötigste einpacken lassen. Dafür waren über 60 Eisenbahnwaggons notwendig. Jetzt habe ich für euch noch ein paar praktische Tipps. Wenn ihr das neue Palais nur von außen besichtigen wollt, müsst ihr gar nichts bezahlen, denn der Eintritt zum Parc Sanssouci, der sich auch sehr lohnt, den zu besichtigen, ist kostenlos. Wenn ihr rein wollt in das neue Palais, dann erhaltet ihr eure Tickets direkt gegenüber im Besucherzentrum. Ihr müsst wissen, dass eure Eintrittskarte an eine bestimmte Einlasszeit gekoppelt ist, sodass ihr unter Umständen, wenn an dem Tag viel los ist, auch warten müsst, bis ihr dann wirklich rein könnt. Wenn ihr an einem Tag vorhabt, mehrere Schlösser zu besichtigen, empfehle ich euch das Ticket Sanssouci Plus. Ihr erhaltet es an den jeweiligen Schlosskassen, aber auch online, die entsprechende Webseite verlinke ich euch. Der Vorteil von dem Ticket ist, dass ihr deutlich weniger bezahlt, als wenn ihr in jedem Schloss ein Einzelticket euch besorgt. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch die Königswohnung angucken oder auch das Schlosstheater. Für beides braucht ihr aber jeweils extra Tickets und die Führungen werden auch nicht immer angeboten. Also am besten, ihr erkundigt euch vorab auf der Webseite, die ich euch eben unten in die Videobeschreibung reinschreibe. Solltet ihr irgendwann Hunger oder Durst haben, gibt es direkt im Besucherzentrum ein kleines Café oder ihr geht nach nebenan, dort gibt es ein Restaurant, da könnt ihr auch eine Kleinigkeit essen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like und auch ein Abo. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch das neue Palais denn so zusagt. Wenn ihr Lust habt, dann kommt jetzt mit zum Schloss Cäcilienhof oder habt ihr euch denn schon das Video über Sanssouci angesehen? Weitere interessante Reiseziele und auch andere Schlossführungen findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. So, das war's. Ich freue mich, dass ihr euch das Video angesehen habt und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!